Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt bei Tag 3 der Expedition von Coron nach El Nido. Wir haben jetzt wieder 7 Uhr. Diese Nacht haben wir ein bisschen besser geschlafen als letzte Nacht. Diesmal war nur noch der Wind als Störfaktor da. Und dann haben wir noch ein bisschen Filme geschoben. Gestern gab es eine Taifunwarnung. Das heißt, wir wissen noch nicht, ob wir heute weiterfahren dürfen oder ob wir noch eine Nacht länger hier bleiben müssen. Das wäre natürlich tragisch, das würden wir auch gar nicht wollen. Ich meine, solange der Taifun nicht bei uns ist, dann würden wir gerne einen Tag länger machen. Erstmal Kaffee. Frühstück, check. Ich habe zum ersten Mal einen Rochen gesehen beim Schnorcheln. Das war aufregend. Aber leider keine Schildkröte. Aber was machen wir bei unserem ersten Stop heute? Wir gehen noch schnorcheln, wo wahrscheinlich wieder Schildkröten sind. Dann haben wir sie doch endlich. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Coast Guard und dort erfahren wir, ob wir noch eine Nacht länger auf der Insel verbringen müssen. Ach du Heiliger, ich sehe irgendwie ein bisschen fertig aus, als wäre ich schon seit einer Woche schiffsbrüchig. Das sind echt blöde Nachrichten. Wegen der Wettersituation fahren wir jetzt auf direktem Weg nach El Nido, halten noch einmal an für Mittagessen, aber es wird nicht mehr geschnorchelt und nirgendwo sonst mehr angehalten. Das ist sehr schade. Kann's nicht ändern. Jetzt gerade wird es wieder ein bisschen wilder. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir heute nicht mehr so viel machen. Einfach nur zurück nach El Nido und an sich nach Hause bringen. Wir halten jetzt hier in der Bucht, weil es draußen zu windig ist zum Kochen. Jetzt kann die Mannschaft hier kochen, wir schnorcheln noch ein bisschen und können auch mal im Dorf Hallo sagen. Was gibt's so im Dorf? Weißt du es schon? Vielleicht kann ich mir noch eine Kokosnuss snacken. Oh ja, aber die kannst du dir auch wieder selber holen. Auf jeden Fall. Aber die Palmen sehen ein bisschen hoch aus, ehrlich gesagt. Vielleicht finde ich ja eine niedrige. Das Ich wäre glaube, der es ist ein Plan. bisschen zu windig, um auf Palmen zu klettern. Nö. Jetzt sind wir gerade an Land geschnorchelt und laufen einfach hier durch ein philippinisches Dorf, Fischerdorf, was auf so einer kleinen Insel ist. Butterfly Island heißt die. Und einer von der Crew, der wohnt auch hier auf der Insel tatsächlich. So viele Kokosnüsse. Quack, 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 quack. Wir sind jetzt bei einem unserer Guides zu Hause. Und so wohnt der hier. So wie es aussieht, wird hier ein Schiff gebaut. Oder vielmehr ein Boot. Ich glaube, hier kommen nicht ganz so oft Touris hin. Viele Leute stehen vorm Haus und gucken, was los ist. Es ist schon abgefahren zu sehen, wie einfach die Leute hier leben. Da merkt man einfach, wie gut wir es zu Hause haben in Deutschland. Nicht drauf klar, wie die hier leben. Hast du das Ferkel gesehen? Also mir hat eben jemand erzählt, dass hier ca. 1000 Leute auf der Insel leben. Und ja, schon abgefahren, wie weit vom Schuss die sind. Ne? Hier gibt es zwar nicht eben einen großen Supermarkt wie bei uns oder ein Krankenhaus. Hier gibt es wahrscheinlich sowas wie einen Dorfarzt für die nötigsten Sachen.
Ja. Und jetzt halten wir hier irgendwo an. Keine Ahnung, was hier los ist. Hello! Der Grund für die Versammlung hier ist ein Hahnkampf. Weiß ich ja nicht, was ich davon halten soll. Das Ding beim Hahnkampf ist, dass der, glaube ich, in der Regel bis zum Tod geht. Nur für den Spaß der Leute. Haben jetzt gerade 2 Hähne vorbereitet. Die werden noch extra Klingen. Hinten, wo die normalerweise ihre Spore haben. Nennt man das so? Sporen? Ich glaube schon. Wo die ihren Sporen haben. Einfach nur, damit es noch mehr fetzt. Ja, so wie es aussieht, geht es jetzt los. Die stehen jetzt hier bereit. Da wird gleich noch der Klingenschutz abgezogen und dann scheinbar dauert so ein Hahnkampf 5 Minuten bis zu 1 Stunde, bis halt eben einer tot ist, ne? Und den Rest ersparen wir euch jetzt. Der Kampf ist jetzt zu Ende. Der eine Hahn hat gewonnen. Fandest du es? Selber zugeschnitten. Probier mal. Gut? Guti. Ist auch was? Ich bin großer Kokosnuss-Fan. Coconut Shock! Der Inselausflug ist jetzt zu Ende. Die Kokosnuss hat sie ein bisschen rausgerissen. Ich bin ja bekannter Kokosnuss-Fan. Das letzte Mittagessen, bevor es nach El Nido geht. Diesmal muss ich weniger essen. Ich habe immer viel zu viel gegessen. Das Boot ist ready gemacht. Jetzt fahren wir noch zurück nach El Nido. Das dauert ungefähr 1 Stunde. Dann wird die Tour auch schon vorbei sein. Ich hoffe, die Fahrt wird nicht zu wild. Eigentlich müssen wir jetzt nur noch darüber fahren. Und dann fahren wir mit das restliche Stück mit dem Shuttle nach El Nido. Don't forget to like, subscribe and share. Die Fahrt war jetzt ganz okay, war ein bisschen wilder als die letzten Tage, ein bisschen mehr Wind, ein bisschen mehr Wellengang, aber es war trotzdem gut aushaltbar. Wir sind jetzt gleich da, es ist Land in Sicht und die Tour neigt sich dem Ende zu. Hello! Hi. I love you people. So, wir verlassen jetzt das letzte Mal das Boot. Thank you guys. Jetzt fahren wir hier mit dem Shuttle nach El Nido. Und noch einmal Environmental Fee bezahlen, oder was? Ja. Irgendwelche Worte? Ich bin froh, wieder Land unter den Füßen zu haben. Und auch ein bisschen traurig, dass die Tour jetzt vorbei ist. Aber es geht weiter. Meine Haare sehen ja lustig aus. Es war auf jeden Fall ein gutes Abenteuer. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.